Grüß dich, schön dich zu sehen. Brauchst du eine Idee für eine leckere Vorspeise oder eine Beilage zum Grillen? Ein Mitbringsel für eine Party, wo du eingeladen bist? Bruschetta. Jeder kennt es. Entweder vom Italiener oder aus dem Urlaub in Italien. Es ist einfach, es ist schnell und extrem lecker gemacht. Für ein richtig gutes Bruschetta nimmst du frische Tomaten. Ja, nichts aus der Büchse nehmen oder so weiter. Tomaten halbieren, das Grünzeug rausschneiden, gell? Dann nimmst du eine gewaschene Tomate und machst daraus kleine Stücke. Einmal quer schneiden, einmal längs schneiden. Schau, das sind so kleine Stücke. Ein Kübelchen, gibst das in das Kübelchen hinein und dann Knoblauch. Knoblauchzehe nehmen, klein schneiden, richtig schön klein, dass du ja nicht grobe Stücke hast. Ich nehme gerne viel Knoblauch. Ich liebe den Geschmack Olivenöl, Tomaten und Knoblauch. Ah, das ist einfach nur herrlich. Knoblauch gibst auch in Schüsselchen zu den Tomaten. Wenn du hast frische Basilikum, gell? Oh, nur Basilikum. Heute einmal kein Oregano, Petersilie oder sonstiges. Nur Basilikum. Auch nehmen und ganz fein schneiden. Richtig schön fein. Den fein geschnittenen Basilikum gibst du natürlich auch zu den Tomaten und Knoblauch. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dazugeben noch und dann Olivenöl. Nimmst einen Suppenlöffel und mischt alles gut durch. Vielleicht ein bisschen probieren, ob du vielleicht noch mehr Salz oder Pfeffer willst oder Olivenöl. Dann machst du eine Bratpfanne bereit. Diese Bratpfanne wird erhitzt. In der Zeit nehmen wir Baguette oder einfach helles Brot und schneiden Stücke daraus. Die werden wir dann gleich rösten. Dieses Brot oder diese Baguettes, die wollen wir hier in der Bratpfanne nun rösten, und zwar mit Olivenöl. Du kannst jetzt hingehen, hier auf die Brote Olivenöl geben. Ich gebe dir einen Tipp. Gibst die Brote einfach so in die Bratpfanne hinein. Sie muss natürlich schon heiß sein. Gibst hier nun auf das Brot ein bisschen Olivenöl. Schön verteilen und sofort umdrehen, damit es jetzt mit dem Olivenöl hier in der Bratpfanne rösten kann. Und gleich auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Olivenöl darauf geben. Und so rösten wir nun beide Seiten des Brotes schön goldbraun. Die gerösteten Brote wieder aufs Brett geben, die Tomatenstücke nehmen und diese auf dem Brot verteilen. Du kannst auch größeres Brot nehmen anstelle Baguettes, gell? Geht natürlich auch, ganz große Scheiben, diese dann halbieren. Ein zweiter Tipp noch, das Brot kannst du natürlich auch auf dem Grill rösten, gell? Du brauchst nicht unbedingt eine Bratpfanne. Et voilà, du hast deine Bruschetta fertig. Ich zeige dir gleich noch 2-3 Serviertipps, wie du es noch unterschiedlicher anrichten kannst. Du nimmst zum Beispiel Mozzarella, ganz dünn fein geschnittene Mozzarella, gibst du hier auf die Tomatenstücke, oder was auch sehr gut passt, ist Parmesan. Ganz fein gehobelter Parmesan, Schinken oder hauchdünner Trockenfleisch, wie in diesem Fall, kannst du auch auf die Tomaten geben. Und der letzte Serviertipp, den ich dir am Anfang schon gegeben habe, ein Mitbringsel. Eine große Platte, die Tomatenstücke in ein Schüsselchen und das ganze geröstete Brot legst du hier auf die Platte drauf und somit kann sich jeder selbst bedienen, wie viel das er möchte. Und so hast du am wenigsten Arbeit. Und es ist ein herrliches Mitbringsel für eine Vorspeise oder eine Gartenparty. Zu viel versprochen? Ich glaube nicht, gell? Einfach, lecker und sehr schnell gemacht. Zudem,
italienische Küche ist halt einfach immer gut. Du machst nichts falsch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns. Ciao, pass auf dich auf.